Herzlich willkommen zu unserem zweiten Part der Montreal-Serie. Wir zeigen euch heute nicht nur die hellen Seiten der City, sondern auch die dunklen Seiten der City. Wir meinen mit der dunklen Seite nicht nur den Friedhof, sondern auch die große Obdachlosigkeit hier in Montreal, wo wir auch nicht verschweigen wollen, da es direkt vor unserer Haustür ist. Und wir testen am Ende des Videos noch einen Bagelladen, wo es belegte Bagel gibt. Das ist ein Insider-Tipp, den haben wir von einer Arbeitskollegin von mir bekommen, die hier lebt in Montreal. Also bis zum Ende auf jeden Fall dranbleiben. Dann sagen wir euch, wo wir diesen Bagel gegessen haben. Außerdem besteigen wir heute den Mont Royal. Es ist kein Berg, es ist nur ein kleiner Hügel, wo man aber die besten Aussichten auf die Stadt hat. Bleibt auf jeden Fall dran, da oben gibt es eine geile Aussicht. Gleich beim Thema von letztem Mal. Wir befinden uns ja jetzt momentan noch auf dem Mont Royal Plateau, sozusagen die Fußmatte des Mont Royals, und den Mont Royal, den besteigen wir heute mit euch, und der ist da hinter uns. Salvation out of here. I can get it off, we are never done. I'm Julian, baby, you are like the sun. Pour out your love, fill me to the top. Let me hear that champagne burst and pop. 'Cause as long as you are here with me, I'll be living, loving, wild and free. I can get it off, fill me to the top. Let me hear that champagne burst and pop. I just give 200%. Every day 'cause I own it. I'm fighting all of my life. I'm bad and I know it. If I could just be a little better, maybe you could be my salvation out of here. I can get it off, we are never done. I'm Julian, baby, you are like the sun. Pour out your love, fill me to the top. Let me hear that champagne burst and pop. 'Cause as long as you are here with me, I'll be living, loving, wild and free. I can get it off, fill me to the top. Let me hear that champagne burst and pop. Summer days, they will be over soon. Nothing else could get me in. Kleiner Fun-Fact für die Mädels da draußen oder die, wo ihren Po trainieren wollen. Hier gibt es einen Haufen Treppen, die Grand Escaliers oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, diese Treppen gehen ja hoch auf dem Mont Royal. Es gibt auch einen normalen Weg, aber die Treppen sind wir jetzt gelaufen und es geht echt in die Beine. Wir sind jetzt auf dem Mont Royal. Eine halbe Stunde haben wir jetzt gebraucht, sind wir angekommen. Und jetzt haben wir hier die geile Aussicht auf die Stadt. Und so wie es hier aussieht, glaube ich, ist hier immer viel los an schönem Wetter. Verstehen wir komplett. Also nachdem wir uns jetzt hier die Aussicht genossen haben, gehen wir jetzt weiter. Hier gibt es ein riesengroßes Kreuz, ein Stahlkreuz. Da soll es anscheinend auch eine geile Aussicht geben und da laufen wir jetzt nächstes hin.
Wir sind jetzt hier an diesem wunderschönen Kreuz hinter uns angekommen. Der Legende nach waren 1600 noch mal was, also in der neuen Kolonie von Montreal, Kanada, Überschwemmungen, und da gab es eine Frau, Maisonneuve, die hat dann dafür gebetet, dass die Überschwemmungen aufhören, weil es so viele Tote gab. Die Überschwemmungen haben dann tatsächlich auch aufgehört, was für ein Wunder. Und die Madame Maisonneuve hat sich dann dort gedacht, sie trägt jetzt aus Dankbarkeit ein Kreuz, die steilen Hänge des Mont-Royals hoch, wo wir jetzt auch hochgewandert sind, und pflanzt es da oben ein, und ja, da sind wir jetzt. Das Kreuz, das hat sie eingepflanzt. Ne? Wenn ihr nachts von Montreal unten zum Mont-Royal nach oben guckt, dann seht ihr das Kreuz, weil das ist dauerhaft nachts beleuchtet. Junge, was ist denn das für ein geiler Park, bitte? Und das auf einem riesen Berg. Also, ja, wir sind begeistert. Von diesem Berg, von diesem Park. Also richtig geil. Ja, wir sind im Mont-Royal Park jetzt angekommen, zufällig reingeschlendert, kann man sagen. Ne? Weil wir uns mal wieder verlaufen haben. Ja, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Deswegen können wir jetzt nur erzählen, was wir jetzt sehen. Hier kann man auf jeden Fall Boot fahren. Er ist mega gut gepflegt, also frisch gemäht, so sieht's aus. Nicht so gut wie der englische Rasen, aber Ich glaube, gute Verhältnisse. ja. Gute Rasenverhältnisse. Viele Kanadier hier, also viele merkt man irgendwie so richtig der Vibe, die von den Lärm von der Stadt flüchten. Auf jeden Fall empfehlenswert. Man kommt einfach mit dem Bus hier hin. Es sind gerade von hier noch 300 Meter. Dann ist mal eine Bushaltestelle mit der Linie 11. Kommt ihr hierher, direkt von da, wo wir eigentlich gestartet sind. Ne? Ja. Also ganz einfach. Und dann kann man hier wunderschön den Tag oder Nachmittag verbringen. Ende schwimme hier rum und alle Kois. möglichen Leute. Oh ja, Kois, stimmt, haben wir Ja. hier im Wasser gesehen. Wir haben Kois hier im See. Wer die da gelassen hat, der hat auch genug Geld. Ja, so wahrscheinlich so einer, ich ziehe um, was mache ich mit meinen 2 Kois? Ich setze hier im Park aus. Die haben hier bestimmt ein gutes Leben. Ne? Also bis deine 2, was mir vermute. Es sind jetzt sehr viele geworden. In Zucht. Genau, also jetzt genießen wir hier noch ein bisschen und dann Teaser an dieser Stelle. Besuchen wir den größten Friedhof von Kanada. Ja, und Fun Fact, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber dieser Berg Mont-Royal besteht zur Hälfte aus Friedhof und zur Hälfte aus Park. Ja, Und also die- laut der Karte, wo man gesehen habe, kann man fast schon sagen, dass es mehr Friedhof ist. Gell? Also dieser Berg ist echt groß. Also echt krass, das denkt man nicht. Das denkt man echt nicht. Ich habe auch gerade eben zu Selina angefangen, so, sind wir eigentlich noch auf diesem Berg oben? Weil wir die ganze Zeit nur geradeaus gelaufen sind, also nicht hoch oder nicht runter, aber der Berg ist oben irgendwie flach und ja, also Ja, richtig krass. Muss richtig man auf jeden geil. Fall herkommen, wenn man in Montreal ist. Ja, definitiv. Und weitere Infos zum Friedhof, zum größten von Kanada, folge dann gleich, wenn wir dort sind. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wenn wir uns nicht verlaufen. Ja, wir haben viel zu wenig auf Maps geschaut, wo wir langlaufen. Das muss man ehrlich sagen. Ja, War schon ein bisschen fail. Wir haben also so vertraut auf den Berg Ja. und den Wegen. Aber nee, aber ich muss sagen, egal. ich habe es auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, dass es so groß ist. Ja, Ich habe gedacht, wir laufen jetzt an die Spitze und dann laufen wir wieder runter. ja. Nee, Nein? ich habe gewusst, dass es so groß Ach ist. so, okay. Aber ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen hier die Sonne und dann
Gehen wir mal Gehen wir weiter. weiter, ja. Nun sind wir jetzt am Friedhof angekommen, dem größten Friedhof von Kanada hier in Montreal. Dieser Friedhof besteht aus 55 Kilometer Fußweg und hat über 1 Million Bestattungen im Jahr. Richtig krass. Also leider, wie man sieht, ist er geschlossen. Hat nur offen von 8 bis 17 Uhr. Wussten wir nicht. Was wir aber jetzt auch noch hier sehen können, der Unterschied. Es besteht halt einfach nur aus Grabsteinen. Es gibt keinen Bereich davor, wo man dekoriert, so wie bei uns, sondern hier sind einfach nur Grabsteine und manchmal auch 1 oder 2 Blumen drumherum. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Es sind auf jeden Fall Straße drauf. Ich glaube, dass man auch im Auto drauf fahren kann, so wie es aussieht. Es sind aber keine Hunde und keine Fahrräder erlaubt. Und man darf sich nicht Sonne lassen. Ja, also schade, dass wir jetzt nicht drauf können, aber vielleicht kommen wir ja mal irgendwann noch mal her. Aber leider haben wir auch keine Drohne, wo uns das von oben zeigt. Aber es ist bestimmt brutal riesig. Ja. Ja, wir müssen unseren Vlog auf 2 Tage machen, weil ich ja heute Morgen noch arbeiten musste. Das heißt, wir machen jetzt an dieser Stelle hier Schluss und fangen morgen früh dann mit dem zweiten Teil an. Aber dranbleiben, für euch ist es nur 2 Sekunden. Genau, wo wir dann nach Griffintown gehen, den Atwater Market noch besuchen und dann Schluss und endlich noch einen geilen Bagel essen gehen. Ja, das Mit- kommt jetzt gleich für uns morgen. Genau, also in 2 Sekunden, dann sind wir wieder da. Ja, In diesem, wie komisch. in diesem Sinne, bis gleich. Ja, so 2 Minuten später, 2 Sekunden meine ich. 2 Sekunden. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind wieder ready. Und wir stehen jetzt hier vor dem Oratorium, St. Josephs Oratorium. Das ist der höchste Punkt der Stadt, da oben drauf. Und hier pilgern jedes Jahr über 2 Millionen Menschen hin zu dieser Wallfahrtskirche. Und die Wallfahrtskirche ist eine römisch-katholische Kirche. Ja, mehr wollen wir jetzt aber dazu auch nicht verlieren. Ne? Genau, und wir gehen jetzt nicht da rein, weil Kostet Eintritt. kostet Eintritt. Also die Ist ja teuer. Katholiken wissen immer, was sie wollen. Ne? Ja, die wollen immer noch Geld von uns. Wir gehen jetzt weiter. gehen zum Atwater Market und müssen noch was für heute Abend kaufen. Genau. Und in dem Zuge zeigen wir euch den zweiten größten Markt von Montreal. Wir sind nun am Atwater Market angekommen mit Bus und Bahn. Hat super geklappt und das hier ist er. Man hat auch recherchiert, dieser Turm hinten dran, der große dahinter, genau, der ist dafür bekannt für den Markt. Sieht man anscheinend von weitem schon, deswegen. Und ich glaube, der Unterschied von hier zum Chantallo ist, dass der hauptsächlich drinnen ist und der Chantallo ist viel draußen. Aber obwohl hier auch Stände draußen sind, mit Blumen und so weiter, wie man hinter uns sieht. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Und schauen uns das an. Mal gucken, was da drin so los ist. Genau.
Erdbeere gekauft, weil die ja hier so gut aussehen und auch im letzten Markt so gut ausgesehen haben. Wir haben sie jetzt schon probiert. Wie schmecken sie? Geil. Sind süß, gell? Also kommen mit unserer Deutsche auf jeden Fall klar. Also, Ja. Und wir müssen gestehen, wir haben gerade schon mal in die Kamera geredet, aber wir haben vergessen, Film zu drücken. ja. Das ist wie wenn man eine Sprachnachricht zweimal aufnimmt. Ja. Das ist grad echt. Ja. Er war's. Ja, Okay. ich bin wieder schuld. Das war auch so. Aber ja, zum Atwater Market hier. Dieses Gebäude, was ihr vorhin gesehen habt, das ist klimatisiert, innen drinne. Und das ist, weil es da drinnen nur hauptsächlich Fleisch und Käse gibt. Eine Bäckerei ist da drin. Und außenrum sind eben die Gemüse, Obst, Blumenstände und so weiter. Und wir sitzen jetzt gerade hier im Food Court, im Fressmarkt. Aber unser Fazit, Sean Talon kann näher. Also im Sean Talon ist der Vibe irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß nicht, Ja. ob wir jetzt gerade ein bisschen zu früh dran sind oder wieder Ja, was. weil die Stände hier haben jetzt auch noch nicht offen. Mache es dann demnächst. Ich glaube, dass es sich erst noch füllt. Wir sind ein bisschen zu früh dran. Haben gedacht, wir sind ein bisschen früher für den Markt, weil die gehen ja eigentlich mal früher los. Aber ich glaube, die Essensstände hier an sich mache ich später auch. Aber der Markt an sich hat schon offen und alles hat auch geöffnet. Also ja, wir genießen jetzt unsere Erdbeere und dann geht es weiter nach Griffintown. Das ist ein Stadtviertel hier, wo es sehr bekannt sein soll. Das schauen wir uns dann gleich an und da erzählen, da ist dann unser Baconladen, den wir ausprobieren. Genau. Freuen wir uns jetzt dann gleich drauf. Und es soll noch ein bisschen, also vorher war in Griffintown so Industrieviertel etc. Also es wird rustikal. Genau, und da Glauben. sollen so alte Gebäude sein, alte Brücken etc. Da geht auch ein Kanal durch und so. Aber ja, wir sehen dann, wenn wir dort sind, mit euch. Bis gleich. Nun, wir sind jetzt am Lachenet-Kanal angekommen, hier in Griffintown. Und die Geschichte von Griffintown reicht zurück bis zur Gründung von Montreal. Also es ist ein sehr altes Stadtviertel. Griffintown hat angefangen, durch das am Kanal liegt, mit Industrie. Hier war früher Industriehalle und keiner wollte eigentlich hier wohnen, wie man auch hier schön sieht, an der Brücke hinter uns. Dass hier die Industrie als erstes da war. Jetzt sieht man nur noch leere Industriehalle. Irgendwann dann lief es mal nicht so gut und dann wurde auch immer mehr bankrott und dann wurde die Industriehalle auch leer. Das Viertel wurde immer leerer, weil keiner wollte hier wohnen, weil es hier nicht hübsch war. 2004 hat dann Montreal entschieden, das zu ändern und die Fläche mehr zu nutzen. Hat hier dann schönere Parks angelegt und hat die Industriehalle von innen her saniert und hat da Wohnungen reingebaut, Lofts und Apartments. Von außen sieht man manchmal noch die Industrie, den Industrieflair, wobei wir den bisher jetzt nicht gesehen haben. Gell? Nee, bisher Also- sehen wir nur jede Menge neuer Hochhäuser Ja, und jede Menge teure Autos. also das Viertel ist definitiv am Kommen und ist auch sehr berühmt. Habe es auch von Arbeitskollegen schon gehört. Es sieht auch sehr teuer aus. Sehe hier eine Baustelle nach der anderen fürs nächste Hochhaus. Also hier kommt immer mehr und hier am Fluss entlang ist wunderschön. Das hier ist noch so eine schöne Brücke von früher, ist aber auch schön, haben sie noch überlassen.
Also deswegen sind wir auch hierher gekommen. Das gibt dem Ganzen ein bisschen so den Flair von damals zurück. Und ja, hier an dem Kanal kann man auch komplett entlang laufen. Also es ist eine kleine Fahrradstraße und Fußgängerstraße gebaut worden, wo man dann bei solchen Tagen wie heute schön, Richtig schön, ja. entlang schlendern kann. Und viele sportliche Menschen sieht. Nicht wir. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg in den Bagelladen. Le Trou heißt der und der ist hier in der Nähe. Da gehen wir jetzt hin. Also Leute, wir sind da und es hängt tatsächlich hier schon eine Speisekarte von draußen. Das heißt, wir können schon was dazu erzählen. Es gibt tatsächlich Bagel Burger. Also heiße mit Hackfleisch Bagel Burger. Ich werde auf jeden Fall einen probieren und Marco einen mit Räucherlachs. Genau. Also richtig geil. Also wir sind jetzt richtig on fire. Und dazu holen wir uns noch ein Eislatte und einen Eistee. Eistee. Also, Fazit, wir sind mega happy. Es war richtig geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch einen Burger essen gehe. Und was sagst du? Eindeutig. Und die Preise hier sind auch relativ human. Also wir haben mit mehr gerechnet. Wir haben jetzt für 2 Bagel und 2 Getränke $32 bezahlt. Das sind ungefähr 21 €. Also Ist voll okay für das und das war richtig geil. Also mein Burger, das Fleisch war perfekt gebraten, es war richtig geil gewürzt. Es war sogar ein bisschen scharf, aber genau richtig. Der Käse war geil, also es war alles geil. Und die Soße, es war null trocken, es war sehr saftig. Also Und- richtig geil. Und die machen die Bagel auch selber, also die backen die Bagel drinnen auch selber. Also ja, Richtig, also bin richtig Daumen. begeistert. Ihr kommt hierher, ja. Wenn ihr hier seid, ihr müsst hierher kommen. wir blenden es dann nochmal ein, wo es genau ist. Ja, auf jeden Fall. Genau. So, dann kommen wir hiermit zum Schluss. Unser Highlight war zum Schluss jetzt. Und hast du schon was zum Ankündigen für die nächste Folge, Schatz? Ja, wir werden in der nächsten Folge euch den touristischen Teil von Montreal zeigen, also Old Montreal mit dem Old Harbor bzw. mit dem alten Hafen, Notre-Dame-Kirche, Chinatown. Also da tummeln sich die meisten Touris Ja, das werden wir mal schauen, ob das gerechtfertigt ist. und ja, in diesem Falle, wenn ihr nächstes Mal mit dabei sein wollt, dann abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, Ja. wann unsere Videos kommen. Würde uns sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne damit in die Kommentare. Das wäre super. Und Also- falls es euch nicht gefallen hat, auch in die Kommentare, damit wir das wissen. Also dann bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube, es war ein bisschen laut, aber wir lassen es so. Wir sind gerade noch am Ausprobieren von unserem Mikrofon und dürfen eigentlich nicht so laut reden, weil letztes Mal haben wir zu laut geredet. Deswegen sind wir uns jetzt noch unsicher. Ja, interessiert das jemanden? Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht die Outtakes. Okay. Filmt. Ja, nachdem wir uns jetzt hier die Aussicht genossen haben, gehen wir jetzt weiter. Hier gibt es einen riesengroßen Stahl. Oh toll, nochmal neu. Nun sind wir hier am größten Markt. Falsch. Stellen noch um auf
Du oder ich? Okay, wir sind am... Edwater Market. Stimmt. Also nochmal neu. Film's jetzt erst. Schön Start gedrückt. Jetzt filmt's. Ich habe auch Filme gedrückt und jetzt filmt's. Okay. Ja. Da haben wir angefangen gehabt. Bei der Erdbeere.